Kann ich euch eigentlich mit Hilfe der KI ChatGPT hacken? Kann ich eure Kreditkarten und Passwörter stehlen, auf Hennos YouTube-Account Scam veröffentlichen, eure WhatsApp-Nachrichten lesen, euren Standort herausfinden? Innerhalb von 5 Tagen nach der Veröffentlichung im November hat ChatGPT schon 1 Million Nutzer überschritten und darunter waren nicht nur nette Menschen. Erst kürzlich gab es einige Berichte, wie ein Hacker uns alle durch einen komplexen Angriff inklusive zugehöriger Malware durch ChatGPT bedroht hat und das, obwohl derjenige bislang kaum oder gar keine Erfahrung mit Programmieren hatte. Seine Erfahrung hat er in einem Untergrund-Hacker-Forum geteilt, das ich euch nicht zeigen darf. Daraufhin habe ich mich aber selbst wieder mal als Hacker dran gemacht und ich muss sagen, ich bin überrascht. Vor allem kann ich jetzt aber ganz gut einschätzen, was auf uns zukommt. Ich werde euch aber auch in diesem Video sagen, wie uns diese eine KI vielleicht vor zigtausenden Hackerangriffen schützen kann und wie ihr das für euch nutzen könnt. Die in diesem Video angesprochenen Aspekte sollen euch auf gar keinen Fall zu Straftaten motivieren. Ganz im Gegenteil, sie sollen euch motivieren, sicherer online zu werden. Deswegen bleibt aber auf jeden Fall komplett dran. Schauen wir uns nochmal besagten Forenbeitrag an. In vielerlei Hinsicht war der eigentlich ziemlich amateurhaft unterwegs. Einen klassischen Hackerangriff würde man anders planen und das wissen die Profis und dennoch hat er sogar schon so zerstörerisches Potenzial. Er beschreibt, wie mithilfe der KI eine Malware geschrieben wird, die all eure Daten verschlüsselt. Eine klassische Ransomware also. Soweit so normal. Der Code der KI ist okay bis gut, aber selbst ich habe schon mal sowas veröffentlicht, denn das ist nicht nur etwas, was nur von Hackern angewandt wird. Der anstrengende Teil für Hacker ist aber überhaupt erstmal so weit zu kommen, dass das Programm ausgeführt wird. Man muss die Malware auf das System bringen, man muss die Zielperson dazu bringen, sie auszuführen und man muss sich vor allem am Virenschutz vorbeischleichen. Doch auch hierzu beschreibt der Schreiber das Erstellen einer Phishing-E-Mail, die das Opfer dazu bringt, auf einen Link zu klicken und einige sogenannte Evasion-Techniken, mit denen sich der Code vor einem Antivirenschutz tarnen kann. Und hier wird's jetzt besonders. ChatGPT oder im Allgemeinen eigentlich auch GPT-3 ist in der Lage, alle Informationen über euch zu sammeln und dann die wohl personalisierteste Phishing-Mail zu generieren, die speziell auf euch abgestimmt ist. Hier ein Beispiel. Die direkte Frage nach einer Phishing-Mail wird natürlich von ChatGPT abgeschmettert. Es ist nicht erlaubt, Phishing-Nachrichten zu generieren oder sie zu versenden. Sehr schön. Trage ich aber einfach alles an Informationen ein, was ich über eine mögliche Zielperson, also mich, habe und lasse mir eine Nachricht ausgeben, bekomme ich direkt das hier. Ein Angebot für ein Konzert von Bad Omens in meiner Stadt. Dazu noch gleichzeitig ein KI- und Cybersecurity-Trainingsbundle. Ich würde das sofort haben wollen. Hier pushen die Hacker natürlich die Grenzen aller Innovationen. Da aber rein textliche E-Mails schon recht fishy sind, kann ich mir das Ganze natürlich auch einfach als HTML in hübsch ausgeben lassen, sodass es gut formatiert aussieht und wie eine normale Werbe-E-Mail. Ich habe also mit minimalem Aufwand ein Fake-Produkt erschaffen, das perfekt auf mich zugeschnitten ist. Dazu kommt dann oft noch eine Webseite, in der ich das auch wirklich kaufen kann, nur dass es natürlich nie geliefert wird. Alternativ könnte ich hier natürlich auch eine gratis Beta-Demo von meiner wundertollen App anbieten, die in Wahrheit ein Virus ist, oder ein MrBeast verschenkt 1000 € Gewinnspiel zum Beispiel. Der Punkt ist, diese Angebote lassen sich für eine KI nicht unterscheiden von echten Angeboten. Es kommt auf die Intention des Erstellers an. Denn nehmen wir an, ich würde wirklich ein Cybersecurity und AI Bundle euch verkaufen wollen und hätte wirklich Bad Omens in meiner Stadt, ja, dann könnte ich auch ChatGPT benutzen, um sowas zu erstellen. Und Deepfakes sind übrigens auch kein Problem. Schaut euch nur dieses wunderbare Bild von Mark Zuckerberg an. Wer könnte dazu schon Nein sagen? Es hört sich schon ein bisschen an wie aus einer Black Mirror Folge. Übrigens biete ich tatsächlich auf meiner Academy solche Kurse an, allerdings völlig kostenlos. Ihr müsst nichts runterladen und könnt sogar noch deutlich mehr lernen. Ihr solltet also ganz dringend dort vorbeischauen. Da kann man wirklich viel mitnehmen. Haben wir dann die Möglichkeit, dass unser Ziel die Malware ausführt, kommt es natürlich auf den Code an. Und auch das hat der User im Untergrundforum uns gezeigt. Code zu schreiben, der sogar einem Antivirenschutz ausweicht, ist möglich. Wichtig ist schließlich einfach nur, man muss programmieren können und das kann die KI. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich euch genau das gezeigt habe.
Einem Virenschutz auszuweichen ist letztendlich viel ausprobieren. Man tauscht Teile im Code aus, wechselt ein bisschen durch und probiert vor allem aus. Wenn ich ChatGPT ein Stück Code gebe, kann es mir den sofort einfach umschreiben, beispielsweise in eine andere Programmiersprache oder einfach umformulieren, sodass es aber immer noch dasselbe macht. Dazu kommt, ich kann es einfach automatisieren. Hey, ChatGPT, wie wäre es mit einer anderen Variante? Die wird leider von Windows Defender erkannt. Hey ChatGPT, mach mir nochmal eine andere Variante. Cool, die geht. Um das aber nochmal zusammenzufassen. Wir haben ein Tool, das, wenn wir ihm persönliche Informationen geben und es vielleicht noch ein wenig verfeinern, uns eine perfekte Phishing-Mail bauen kann. Eine Website, die richtig gut aussieht und auch vor allem echt aussieht und bald vermutlich sogar inklusive gutem Deepfake-Video plus Stimme bauen kann und dann sogar noch eine dazugehörige Malware. Und das alles in kurzer Zeit. Eine Bank kann sich also überhaupt nicht mehr sicher sein, dass das gerade wirklich ein Kunde ist, der anruft, selbst wenn der Berater ihn persönlich kennt, auch wenn das immer noch leider so praktiziert wird. Kurzer Ausschnitt, was mir tatsächlich passiert ist. Hallo? Ja, hier ist Hans Zimmer. Wäre es unter Umständen möglich, dass Sie meine neue Sparkassenkarte an die folgende Adresse schicken? Hackfleischstraße 42, 1337. Wallorb in der Schweiz. Dankeschön. Das ist beängstigend. Nicht, dass das geht, sondern dass die Banken das immer noch akzeptieren. Und nicht nur die Banken übrigens, alle anderen auch. Weil es fehlt einfach die Awareness für solche Themen. Also bitte teilt das Video. Auch der letzte große Punkt, den Hacker angehen, werden wir vermehrt sehen. Und auch den habe ich mal ausprobiert. Richtig ausgereifte Hackerangriffe basieren auf Netzwerkangriffen und sogenannten Exploits. Man schaut sich alles an, was zu einem Unternehmen gehört. Viele verschiedene Server mit allen möglichen Websites, VPNs, Firewalls, Router, alle Geräte, die eben Probleme haben könnten. Und wenn sie Probleme haben, kann ich sie eventuell hacken. Das können Hacker online auch üben, denn das ist dieselbe Tätigkeit, wie sie auch beauftragte gute Hacker durchführen. Und genau diese Art Angriff habe ich mal ausprobiert. Ich habe ChatGPT gesagt, was ich tun will, und ChatGPT konnte mir sagen, wie ich vorgehen muss. Das zeige ich euch hier jetzt absichtlich nicht, obwohl ich es eigentlich sogar als Tutorial machen wollte. Ich habe mich dagegen entschieden, weil das Missbrauchspotenzial einfach zu groß ist. Weil einfach so wenige Firmen darauf vorbereitet sind. Es hat erschreckend gut funktioniert. ChatGPT funktioniert als dein persönlicher Co-Pilot beim Angreifen von Websites, wenn du das möchtest. Und es merkt sich alles und hat Ideen, die du selbst vielleicht nicht hattest. Es gibt einige legale Seiten, wo man seine Skills trainieren kann, wie gesagt. Und dort habe ich mal einfach mit ChatGPT einen Angriff gestartet. Ich habe einen erfolgreichen Scan mit ChatGPT durchgeführt. Erfolgreich Dateien gefunden, auf die ich eigentlich keinen Zugriff haben sollte. Erfolgreich eine CVE, eine Schwachstelle ausgenutzt, die eben nicht repariert wurde, mit Absicht in diesem Fall. Damit dann noch mehr Informationen gefunden und vor allem Code gefunden, den ich mit Hilfe von ChatGPT analysieren konnte. In diesem Code waren Zugangsdaten versteckt, mit denen ich mich dann einloggen konnte, und damit konnte ich im großen und ganzen System nach Lücken suchen. Und auch das habe ich gefunden und am Ende hatte ich vollen Zugriff auf einfach alles. Damit hat man dann auch Zugriff auf eine geschützte Website, Kundendaten, Passwörter, persönliche Informationen oder Zugangsdaten, mit denen man beispielsweise YouTube-Videos veröffentlichen kann. Das ist hochgefährlich. Führe ich so einen Angriff mit bösem Willen auf kritische Infrastruktur beispielsweise aus, will ich nicht wissen, was passiert. Das Tool kennt alle Bibliotheken, alle Programmiersprachen und spricht fließend die schwierigsten Dialekte aller uralten Technologien, von denen ihr noch nicht mal was gehört habt. Wichtig ist natürlich zu verstehen, ich weiß sehr gut, wonach ich gefragt habe, und am Ende hätte ich vermutlich den gesamten Angriff auch ohne ChatGPT machen können. Aber es hat mir wahnsinnig viel Arbeit abgenommen, und das heißt am Ende, dass ein bösartiger Hacker mehr Daten stehlen, mehr Firmen hacken und mehr Schaden anrichten könnte. Die Zukunft ist also ganz einfach. Angriffe komplett automatisiert ablaufen lassen, sich einen Kaffee holen gehen und am Ende tausende Daten zu stehlen. Ich meine, wer hat heute schon wieder Zeit nach Erlaubnis zu fragen? Also, außer Facebook natürlich. So schlimm sich das auch anhört und so gefährlich das auch ist, bin ich tatsächlich trotzdem davon überzeugt, dass exakt diese
bösartige KI ChatGPT uns insgesamt sogar zu deutlich sicheren Systemen führen kann, zu deutlich mehr Sicherheit in unserer aller Leben und damit ein riesiger Fortschritt im Bereich Cybersecurity auch erreicht werden kann. Allerdings nur dann, wenn wir es wirklich dafür auch einsetzen. Deswegen hinsetzen, aufpassen, mitmachen und vor allem auch hier wieder teilen und anwenden bitte. Zunächst wollen wir unsere Anwendung natürlich davor schützen, dass ein Hacker sie missbraucht. Beispielsweise darf ein Hacker nicht in der Lage sein, eine Datenbank mit meiner Adresse drin einfach auszulesen, wenn er nicht ich oder der Support ist. Die Anwendung muss also immer an alles denken, was man machen kann, während der Hacker muss einfach nur irgendeinen Weg finden, die Anwendung kaputt zu bekommen. Ein einzelner Fehler kann schon dazu führen, dass die komplette Anwendung gehackt wird. Wir müssen also, wenn wir eine Anwendung verteidigen, alle möglichen Fehler finden, was deutlich schwerer ist, als man denkt, weil diese Systeme einfach so hochkomplex sind. Gleichzeitig müssen wir auch verhindern, dass ein Hacker in unser Netzwerk eindringt. Wir wollen ihn identifizieren und dann wieder rauswerfen. Das bedeutet beispielsweise, in eurem Wi-Fi wollt ihr keinen anderen drin haben, außer euch, euren Freunden und der Familie und vielleicht euren Geräten noch. Wir müssen aber auch die Geräte selbst schützen. Ein Hacker darf nicht auf meinen PC kommen oder irgendeines meiner anderen Geräte mit seiner Malware. Sonst stiehlt er mir meine Cookies und lädt im Zweifelsfall Werbung für Scam hoch auf meinen YouTube-Kanal. Und um die Sachen noch ein bisschen schlimmer zu machen, müssen auch alle, wirklich alle Zulieferer kontrolliert werden. Das heißt, für euch privat hat Chrome eine Schwachstelle, müsst ihr nur auf eine falsche Website gehen und dann habt ihr ein Virus, nicht Chrome. Hat Android oder Bluetooth eine Schwachstelle, reicht es einfach draußen rumzulaufen und jeder kann euch hacken. Jeder einzelne Hersteller muss seine Software komplett sicher gestalten. Wie unmöglich ist das denn bitte? Deswegen hier 5 Punkte, wie ChatGPT das im Alleingang verbessern kann. Darf ich vorstellen? Lasst einfach eure E-Mails von ChatGPT analysieren, ob sie Phishing sind oder nicht. Gerade für gewöhnliche Spam-E-Mails könnte ich mir einen wahnsinnig guten KI-basierten Filter vorstellen, der automatisch Mails klassifiziert und eine extra Warnung ausspricht, wie Gmail das übrigens bei meinen eigenen Mails an mich selbst zum Beispiel macht. Allerdings mit Privatsphäre und ChatGPT müssen wir uns irgendwann anders noch auseinandersetzen. ChatGPT analysiert auch Code und kann euch ausspucken, wo es Probleme geben kann. Das funktioniert erstaunlich gut, hatte ich ja schon mal gezeigt. Und ein Copy-Paste ist jetzt schon sehr, sehr gut möglich. Das Problem ist natürlich, dass ganze Anwendungen leider sehr, sehr groß sind. Wir sprechen hier von dem Vielfachen von Zehntausenden Zeilen Code. Deswegen ist es auch so schwer, Fehler in so viel Code zu finden. Aber ChatGPT kann das alles analysieren und das wird die Anzahl von Fehlern insgesamt drastisch reduzieren. Denn auch wenn ChatGPT Fehler macht, Menschen machen auch Fehler. Viele sogar. Im Durchschnitt spricht Steve McConnell von 1 bis 25 Fehlern auf 1000 Zeilen Code. Da hilft eine so automatisierte Analyse schon enorm. Aktuell ist es aber noch sehr umständlich, das zu machen, aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das einfach der Standard zur Analyse von Software wird und auch so genutzt wird. Ohne auch nur das kleinste bisschen an Aufwand ist das quasi ein gratis Mitarbeiter, der über den kompletten Code drüber liest. Und für die Techies unter euch, GitHub, die größte Plattform für Code, gehört Microsoft. Microsoft hat gerade 1 Milliarde in ChatGPT geballert, um es in Office, Bing und Outlook einzubauen. Ich habe gehört, dass das jetzt nicht mehr so lange dauern wird, bis das auch in GitHub landet. Wenn hier übrigens ein Mitarbeiter von Microsoft gerade zuschaut, gern geschehen. Der nächste Punkt, wo diese KI einfach massiv helfen kann, ist Überwachung und das meine ich im positiven Sinn. Führt man eine Anwendung aus, guckt schon längst beispielsweise der Virenscanner von Windows, also der Windows Defender drüber, ob da was Böses dahinter steckt. Merkt ihr was? Schon wieder Microsoft. Jetzt wäre der nächste logische Schritt, mit Hilfe der KI analysieren zu lassen, ob diese Anwendung böse ist. Denn genau wie Hacker Code umformulieren, um sich vor Virenschutz und so weiter zu verstecken, kann ChatGPT bzw. GPT-3 analysieren, ob Code A und Code B dasselbe tun. Damit ist Umformulieren quasi sofort nutzlos geworden. Und das ist das Ding, warum Antivirenschutzprogramme Probleme haben.
Aber auch was eine Software tut, kann herausgefunden werden. So könnte ich mir vorstellen, kann man legitime Anwendungsfälle identifizieren und den Benutzer fragen, ob das wirklich so sein soll, ob diese Daten wirklich übertragen werden und es dann erst ausgeführt werden darf. Dasselbe kann man übrigens auch mit eurem Internetverkehr machen. Ich habe auch das mal ausprobiert. In diesem Beispiel hier habe ich ChatGPT einfach ohne Kontext nur einen tatsächlichen echten Scan gegeben von einem echten Angriff. Ich habe einfach gefragt, was hier passiert ist, einfach nur reingekopiert und pastet. Auch wenn es mir nicht direkt gesagt hat, dass es ein Portscan war, hat es richtig beschrieben, was da passiert ist. Und allein das hilft mir schon bei der Analyse von sowas. Ich habe dann nochmal nachgefragt und ja, ChatGPT hat recht. Es kann nicht nur ein Portscan sein, es könnte auch ein Botnetz oder ein Wurm sein. Es hat also noch weniger Tunnelblick als ich das hatte und hat mehr erkannt als ich das eigentlich konnte. Das erleichtert die Arbeit bei der Analyse gewaltig. Ein weiterer Punkt ist folgender. Es ist schwer, sehr schwer sogar, auf dem Laufenden zu bleiben. Jeden Tag kommen tausende Meldungen von neu entdeckten Sicherheitslücken und Leuten, die sich darum kümmern, kriegen oft nichts davon mit. Hier hilft ChatGPT nur bedingt, denn ChatGPT hat keine Verbindung zum Internet, zumindest noch nicht. Und weiß damit nicht, ob es neue Informationen für mich gibt. Dafür gibt es aber durchaus schon andere Tools, die einem das sagen können und auch die kann man übrigens mit GPT-3 verbinden. Aber hier werden wir auch vor allem eines noch sehen. Die gemeldeten Lücken und die reparierten Lücken werden in nächster Zeit komplett durch die Decke gehen. Denn nicht nur die Bösen können die Software hier analysieren und Tests drauf laufen lassen, sondern wir können das auch. Eine der härtesten Aufgaben ist es, die Software lesen zu können, denn wir kriegen sie oft nur als ausführbare Datei in die Hand. Es gibt Software, die zum Reverse Engineering benutzt wird. Doch eine Analyse der Malware ist und bleibt wirklich schwer. Fear not, ChatGPT kann auch das. Es konvertiert euch Maschinencode in Code, den wir wieder lesen können und den kann es dann auf Sicherheitslücken untersuchen. Dass das erst der Anfang ist, dürfte klar sein. Schon jetzt gibt es Plugins für die einschlägigen Tools, die das Ganze auch können. Ein weiterer wichtiger Punkt, was passiert im Fall der Fälle, wenn ein Unternehmen wirklich gehackt wurde? ChatGPT kann schon jetzt massive Mengen an Daten analysieren und helfen, nach Lösungen zu suchen. Speziell wenn Panik ausbricht, hat man ein zuverlässiges Tool, das bei der Planung und der Priorisierung helfen kann. Und trust me, das ist wirklich ein großes Problem. Es gibt extra Pläne, wie man panische Mitarbeiter beruhigen kann, falls sowas passiert, und ihnen unwichtige Aufgaben gibt, damit sie sich nicht unnötig fühlen. Ich habe das übrigens auch mal ausprobiert. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das Tool kann ein komplettes Team managen. Erstmal alles vom Netz trennen, Passwörter für Systeme und Account ändern, einen Profi anrufen, Logs analysieren, alle informieren. Das ist die korrekte Vorgehensweise bei so einem Incident. Klar kann das verbessert werden, aber auch die Logs kann dann ChatGPT wieder analysieren. Und das finde ich sehr faszinierend. ChatGPT basiert auf GPT 3.5 und ist erst der Anfang. Es gibt schon jetzt zig Tools, die sich das KI-System zunutze machen, ebenfalls alle auf GPT 3.5 basiert. Aber auch das ist erst der Anfang. Verkannt als coole Tools, die uns Bilder bauen oder schlechte Übersetzungen liefern, die eben nicht immer richtig liegen, sehen wir, glaube ich, jetzt tatsächlich gerade, was für ein echter Mehrwert da auf uns zukommt. Alle möglichen Aufgaben können besser erledigt werden als nur von einem Menschen. Denn auch wenn KI Fehler macht, Menschen machen das auch. Das Tolle dabei, wir Menschen machen oft andere Fehler als die KI. Wir sind unkonzentriert, vergessen, was wir vorhin erst gelesen haben, und eine KI tut das nicht, kriegt aber dafür gelegentlich ihre Logik nicht richtig zusammen. Kombiniert man jetzt Mensch und Maschine miteinander, sowohl KI als auch klassische Algorithmen, dann kann dabei etwas Wunderbares rauskommen. Etwas ziemlich Furchtbares, wenn es von den Falschen missbraucht wird, aber in diesem Falle sehe ich Folgendes. Die Aufgaben in der IT-Security-Branche sind auf der Seite des Verteidigers noch so viel umfangreicher als auf der Seite des Angreifers. Wir müssen auch klassische Hackerangriffe starten, wenn wir verteidigen. Das tun wir dann als Pentester. Aber Monitoring, Analysen, Code, all das müssen wir auch noch zusätzlich machen. Und das wurde nun gerade eben sehr viel leichter für uns, während für die bösen Hacker nur die Einstiegshürde eigentlich gesenkt wurde und sie nicht mehr
so gut programmieren können müssen. Und passend zum Thema sehen wir eines, das zumindest meine Entwicklung in der jüngsten Zeit komplett dominiert hat. ChatGPT. Die KI, zu der ich schon ein Video gemacht habe, doch ich war zwischen Weihnachten und Neujahr nicht untätig, sondern an einer Entwicklung mit einigen tausend Zeilen Code beteiligt. Alles davon mit ChatGPT. Und meine Erfahrungen möchte ich mit euch teilen bei der Job.io von Get in IT. Das ist eine Jobmesse, die Get in IT regelmäßig veranstaltet, das nächste Mal am 26.01. um 14 Uhr und natürlich vollständig online und für euch kostenlos. Dieses Mal ist das Thema Softwareentwicklung und auch ich darf einen kleinen Vortrag mit euch teilen, direkt am Anfang. Registriert euch deswegen schon jetzt, ich freue mich wahnsinnig auf euch und nutzt am besten einfach den Link in der Beschreibung. Sind wir mal ehrlich, wenn wir uns das hier ansehen, haben wir gerade ein Tool bekommen, das uns gegen sämtliche Hacker da draußen besser schützen kann. Und zwar um ein Vielfaches. Und wenn wir es nicht nutzen, dann sind wir selber schuld. Denn die Hacker gab es schon davor. Um das aber nochmal zu betonen, die KI muss mit Fachpersonal kombiniert werden. Demnach brauchen wir Fachpersonal und genau aus diesem Grund habe ich euch meine Academy gebaut. Darauf sind zwar bislang hauptsächlich meine YouTube-Kurse, aber ihr könnt dort eigentlich alles lernen, um ein vollständiges Informatikstudium zu absolvieren und sogar noch ein bisschen mehr. Völlig gratis. Wir bauen derzeit unser Netzwerk aus und haben immer mehr Leute, die auch selber Webinare halten können. An den nächsten coolen Features sind wir übrigens natürlich auch schon dran. Also holt euch das Gratiswissen und freut euch auf mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.